Lieber Stier, sei aufs Allerherzlichste willkommen zu deinem August-Horoskop, August 2026. Schön, dass du bei uns bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Schauen wir uns gemeinsam deinen August an, was er für dich bereithält, was für dich alles möglich ist. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Eventuell aber auch, was solltest du ganz außer Acht lassen? Als erstes kommt, lieber Stier, reden wir über deine phantomhafte Identität. Wusstest du, dass du eine phantomhafte Identität hast? Nein. Wir schon. Dein August wird beleuchtet. Er wird nicht streng, sofern du hinsiehst, dorthin, wo es beleuchtet wird. Ansonsten kann es schon sein, dass es ein bisschen wirbelwindig wird und du das Gefühl hast, dass alles außer Kontrolle gerät. Phantomhafte Identität. Wer denkst du zu sein? Wie denkst du zu sein? Das Ego. Was hast du dir erschaffen? Wo bist du dabei zu erschaffen? Erschaffst du überhaupt? Geht dein Geist mit dem Ego Hand in Hand oder das Ego mit deinem Geist? Du darfst im August etwas über dich selbst erfahren, doch nicht nur. Über diese Erfahrung befreist du dich selbst. Denn die Definition der Freiheit, wir kommen später darauf zurück. Schauen wir uns vorerst einmal dein Hauptthema an, welches dich begleiten darf im August. Unter welchem Themenstern stehst du im August? Na, jetzt. Wow! Das Licht. Es wird erleuchtet. Die Sonne. Wie könnte es besser sein, lieber Stier? Ende gut, alles gut? Ja, doch für die meisten von euch erst ab der 3., 4. Augustwoche. Ihr kommt in den August hinein etwas, vielleicht sogar resigniert. Es geht euch gut, es geht euch gut. Doch ihr möchtet endlich etwas vollenden. Ihr möchtet das Neue, ihr möchtet die Weite des Neuen. Was hast du begonnen? Was hast du versucht schon in den vergangenen 5 Jahren zu beginnen? Was hast du vor 15 Jahren, 14, 15 Jahren begonnen? Ist dort eine Wunde, ein Schmerz, der immer wieder verdrängt wird? Immer wieder fängst du von vorne an? Nope, nope, nope. Du kannst ihn jetzt nicht mehr verdrängen. Der Neuanfang, ein jeder Tag ist ein Neuanfang. Doch es geht darum, ihn befreit zu beginnen. Eine Verbindung wird für dich ganz, ganz wichtig. Es ist eine Verbindung mit einem anderen Erdzeichen, entweder auch ein Stier, ein Steinbock oder eine Jungfrau oder gar mit einem Löwen oder ein anderes Feuerzeichen. Es ist wichtig, dass du im August dich ins Zentrum von allem setzt. Hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit der Wahrnehmung deiner selbst im Handeln, im Kommunizieren,
im Umfeld. Was nimmst du wahr? Wie wirkt es auf dich? Du solltest wohl mit Kristallen arbeiten bzw. Kristalle bei dir tragen, Kristalle in deinen 4 Wänden irgendwo aufstellen. Sie geben dir Kraft und Zuversicht. Sie können sehr, sehr viel verändern. Bei einigen Stieren kommt über einen bestimmten Kristall auch altes Wissen zurück. Sucht euch einen aus, den passenden, er wird euch finden. So, beginnen wir mit dem Tarot. Du denkst, du bist bereit. Du denkst, jetzt wird's aber Zeit. Am liebsten hättest du gestern schon alles über Bord geworfen, alles verändert. Du möchtest endlich in deine Freiheit kommen, finanziell, emotionell, materiell. Doch es ist eine unterschwellige Sorge, eine unterschwellige Angst, kreiert durch einen vergangenen Schmerz, welcher dich nicht wirklich daran glauben lässt, welcher dich nicht in das Hype-Gefühl kommen lässt. Du möchtest einfach nur Veränderung, ganz egal wie, und du bist bereit, alles dafür zu geben. Doch wenn du den Schatten nicht erkennst, kommt eben dies nicht in die Balance. Da kannst du hoffen und wollen, so viel du möchtest. Du kommst immer wieder an den Punkt zurück. Ein Wasserzeichen aus deiner Vergangenheit. Ich würde mal sagen, 6 Jahre zurück liegt es oder als du 6 Jahre alt warst. Plötzlich kommt dir eben dieses Wasserzeichen Fisch, Krebs, Skorpion wieder in den Sinn oder kontaktiert dich vielleicht. Plötzlich bemerkst du, sei es, dass du dich mit diesem vergleichst, so nach dem Motto, hey, was ist denn aus dir geworden? Erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben. Oder sei es, dass du die Energie wahrnimmst und du erfährst ein Setback. Dieses Setback, lieber Löwe, alle meinen es gut mit dir, doch du denkst, die ganze Welt ist gegen mich. Doch wer hat sich dieses Setback kreiert? Bingo, du selbst. Weißt du warum? Weil du beginnst zu vergleichen, dich zu vergleichen. Jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder steht an seinem Weg woanders. Jeder lebt, empfindet und fühlt seinen Weg anders. Wie man so schön sagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und du weißt auch nicht, was dieses Wasserzeichen durchgemacht hat, um dort zu stehen, um dort zu sein, wo es eben gerade momentan ist. Andere wiederum haben wahnsinnig viel erreicht in den vergangenen 9 Monaten, 9 Jahren, haben sich, man könnte so sagen, zu Tode gerackert, sei es energetisch wie materiell, um zu erreichen. Dort wird dir aufgezeigt, jetzt im August, warum. Es war eine Flucht. Du bemerkst, der August hat sehr viele Facetten. Der August möchte dich prüfen und sagen, hat es Bestand, dass
was du lebst, das, von dem du denkst, dass du bist. Deshalb bekommt dieses Video den Titel Phantomhafte Identität. Es wird geprüft. Bist du noch von diesem oder jenem, was du tust, was du lebst, überzeugt? Wo kannst du Veränderungen vornehmen? Wo müssen Veränderungen vorgenommen werden? Jetzt ist die Zeit, lieber Löwe. Und darum, wenn es hell erleuchtet vor dir ist, wo es sich in dir wirklich regt und du sagst, was ist das denn jetzt schon wieder? Oder irgendeine für dich innerliche schmerzhafte Situation durchlebt wird. Schau hin. Der Ursprung. Ursache und Wirkung. Jetzt können wir darüber philosophieren. War jetzt zuerst die Ursache da und dann die Wirkung oder erst die Wirkung und dann die Ursache? Du kommst nicht drum herum hinzusehen. Und wenn du hinsiehst, bist du bereit, danach, nach den Erkenntnissen, bist du bereit, dein Paradies hier auf Erden zu leben? Denn du weißt, warum du alles so getan hast, gedacht hast, gemanagt hast, wie du es getan hast, und du weißt, wie du es nicht mehr haben möchtest. Man könnte in einfachen Worten sagen, das Fundament deiner Identität wird geprüft. Und das wollen wir alle leben, lieber Löwe. Doch irgendwas stimmt so nicht mehr. Es scheint, dass du dir im Zwischenmenschlichen mit deinen Freunden, deiner Ursprungsfamilie, deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern irgendetwas vormachst, du erträgst, machst das lächelnde Gesicht, alles ist gut, zu einem innerlichen, traurigen Gesicht. Das darf im August verändert werden. Nicht von X, nicht von Y, nein, von dir selbst. Also, krempel dir die Ärmel hoch, lieber Stier. Der Löwe der ist an deiner Seite. Sei es mit seiner Kraft, sei es als Sternzeichen, Krafttier, Mensch im Sternzeichen Löwe. Ganz egal wie, Spirit möchte dich auf etwas hinweisen. Spirit möchte, dass du im August zur Meisterschaft antrittst. Und Spirit würde das nicht wollen, wenn Spirit nicht wüsste, dass du sie mit Bravour abschließen wirst. Wir machen weiter im Extended, weiterführendes Video, Woche für Woche. Mehr Details, andere Botschaften, gleiche Botschaft, mehr Details. Schauen wir, was rauskommt. Drück auf den Link, den findest du hier unten unterhalb dieses Videos in der Infobox. Du wirst automatisch weitergeleitet. Wir freuen uns dort auf dich. Bis gleich. Ciao.